Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch mal 3 verschiedene Sopranblockflöten hören lassen, die meiner Meinung nach für den Einstieg auf der Blockflöte sehr gut geeignet sind, vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene. Diese Woche war ich mit meiner Freundin und Schülerin Simone gemeinsam im Blasinstrumente-Fachgeschäft hier in Berlin, die Holzbläser, und dort gibt es ein sehr schönes Sortiment von Blockflöten, eine sehr gute Auswahl an guten Blockflöten, und dort darf man eben auch die Blockflöten alle testen, und das haben Simone und ich gemacht. Wir haben 3 verschiedene Anfänger-Sopranblockflöten getestet von den Firmen Möck, Mollenhauer und Küng und haben auch noch sehr hochwertige Altblockflöten für Fortgeschrittene getestet. Das kommt aber in einem anderen Video dann für euch zur Sprache. Heute zeige ich euch, wie gesagt, Sopranblockflöten, die Simone und ich euch guten Gewissens empfehlen können für den Anfang. So, ihr Lieben, Simone und ich wollen heute mal Anfängerblockflöten vergleichen miteinander und haben dabei gedacht an Kinder, die anfangen wollen zu spielen. Und wenn ihr vielleicht eine Blockflöte für euer Kind anschaffen möchtet, dass ihr so ein bisschen ein paar Vorschläge habt, was ihr da kaufen könntet. Simone, du brauchst das nicht mehr, du spielst schon länger Blockflöte, ne? Ja, ich habe aber auch mal so angefangen. Hast auch mal so angefangen. Also wir haben hier 3 Blockflöten aus Holz, sage ich erstmal. Es gibt auch Blockflöten aus Kunststoff, Plastikblockflöten, und die gibt es ab 5 Euro oder so. Es gibt auch gute Kunststoffflötenmarken, Yamaha zum Beispiel, da beginnen die auch schon bei 9,50 Euro. Ich persönlich bin kein Befürworter von Plastikflöten. Ich habe auch welche, wenn ich moderne Musik üben muss, moderne Stücke, da kann man ordentlich reintröten und die können was aushalten. Aber es ist schon schön, am Anfang auch gleich ein Instrument aus Holz zu haben, wie diese Flöten hier. Denn ihr möchtet ja auch, ganz banal gesagt, nicht auf einer Plastikgeige anfangen zu lernen. Und natürlich ist es eine Frage des Budgets, aber überlegt euch gut, wenn euer Kind mit der Blockflöte anfangen soll, dann kann es auch viel besser spielen, wenn es ein gutes Instrument hat. Und der Klang vor allem einer Holzblockflöte ist viel, viel schöner als bei einer Kunststoffblockflöte. Und es fühlt sich vor allem auch anders an. Das ist einfach Holz, das fühlt sich angenehm und natürlich an. Und ich habe jetzt mal hier selbst in der Hand diese Anfängerflöte, die ich ganz oft bei Kindern empfohlen habe. Das ist die Mollenhauer Student, nennt sich die. Also keine Angst, wenn euer Kind da reinspuckt. In der Regel ist das auch gar keine Spucke, was in die Flöte kommt, sondern einfach Kondenswasser vom Atem. Und das ist bei uns Erwachsenen übrigens auch. Ja, also es ist ganz normal, und eine gute Holzblockflöte hält das aus. Ein Kind wird ja nicht 2,5 Stunden da drauf üben, sondern vielleicht mal eine halbe Stunde, und das hält so eine Flöte aus. Die Feuchtigkeit, die zieht wieder raus, und diese Flöten sind auch von innen imprägniert, soweit ich weiß. Also die werden das aushalten. Ihr braucht nicht wegen des Spuckens eine Plastikblockflöte für euer Kind. So, also diese Mollenhauer Student, die kenne ich schon, und jetzt haben wir mal rausgesucht von der Firma Möck eine preislich vergleichbare Flöte und von der Firma Küng. Das sind 3 sehr gute Blockflötenfirmen. Die sind preislich, wie gesagt, etwa gleich um die 70 Euro, plus minus 70. Die Küng ist an die 80 Euro. Ich verlinke euch diese 3 Blockflöten hier unter dem Video, dann könnt ihr euch die mal ansehen. Die Preise. Wir spielen die natürlich gleich mal für euch, und sag's mal spontan, was dir am besten gefällt, klanglich, ja? Okay. Mir hat die erste am besten gefallen.
Okay. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, ich fand, da war der Ton am klarsten. Am klarsten. Ich muss sagen, ich weiß ja, welche es war. Ich bin ganz deiner Meinung. Es ist interessant, ja? Okay. Ich glaube, ich muss meine Prinzipien dann ändern. Und? Also ich fand die letzte am besten. Vom Klang her, glaube ich auch, ja? Vom Klang, ja. Aber vom Spielen her fand ich jetzt, ist mir aufgefallen, dass die Mollenhauer eine elegantere Höhe hat, dass man da besser reinkommt. Okay. Ja? Also das wäre noch eine wichtige Sache, dass wir mal die Tiefe der Flöten vergleichen, die tiefe Lage, wie gut die anspricht und die ganz hohe Lage. Ja? Also wenn ich jetzt mal so was ganz Gemeines mache, das hohe C, und das kommt wie Butter bei der. Die Küng Studio ist ein kleines bisschen schwieriger als bei der Mollenhauer, finde ich, ja. Das kommt wirklich super zart raus. Kannst du mal probieren. Vielleicht mal alle drei. Also die geht am leichtesten in der Höhe. Ja, das ist, genau. Wobei so alle drei ganz gut finde ich auch, funktionieren. Ja, funktionieren alle gut. Okay, jetzt schauen wir mal nach der Tiefe. Also da würde ich jetzt wieder die erste, hier die Küng favorisieren. Ist auch mein Eindruck, dass die Küng die stärkste Tiefe hat. Wir probieren jetzt mal das gesamte Bild aus. Ja? Wir spielen jetzt mal rauf und runter, was uns da am besten gefällt, wie sich das spielt und wie das klingt. Ob das ein bisschen ausgewogen auch klingt. Ja? Weil wenn ich eine Flöte habe, die beim tiefsten Ton super schön voll klingt und oben zu dünn oder zu laut oder zu kratzig, oder umgekehrt eine, die anspricht wie Butter oben, aber unten nicht so klingt, ja, dann bringt mir das nicht so viel. Das wollen wir jetzt mal sehen, wie ausgewogen die sind. Okay, leg mal los. Schwer zu sagen. Also auf jeden Fall würde auch, glaube ich, bei mir jetzt am schlechtesten wieder die Mück abschneiden. Die anderen beiden, weiß ich nicht, merke ich nicht so großen Unterschied. Ist es dann Geschmackssache vielleicht auch zum Teil? Wahrscheinlich, oder? Ja. Mir die jetzt besser gefallen, die Mollenhauer. Also für mich klang die auch stimmiger irgendwie so. Ja, was mir jetzt auffällt, die Küng ist sehr, sehr stark und kräftig. Das hat den Vorteil, wenn man tiefe Töne erst lernen muss, dass man es nicht schnell zum Kippen bringt. Ja? Da kann man ganz schön fest reinblasen. Finde ich aber, geht bei der auch. Ich finde die ein bisschen subtiler, die Mollenhauer. Die Küng, die ist sehr stark und aber klingt so ein kleines bisschen ungeschliffener. Ist aber vielleicht auch wieder Geschmackssache. Und kommt auch wieder auf den Raum an, in dem man spielt. Also wenn es jetzt für euer Kind ist, das wird wohl meistens zu Hause spielen oder vielleicht in der Schulaula mit 20 anderen.
Ich persönlich würde, glaube ich, immer noch die Mollhauer Student kaufen, weil vor allem diese ganz hohen Töne, dass die so leicht ansprechen. Das sorgt nämlich dafür, das ist auch meine Erfahrung aus dem Unterricht mit Kindern, dass hohe Töne überhaupt kein Angstding sind. Die klappen nämlich von Anfang an und dann haben die Kinder überhaupt keine Angst vor hohen Tönen, was uns ja schon mal passieren kann, ne? So als Erwachsene, weil natürlich das in der Vergangenheit mal schiefgegangen ist, man früher vielleicht eine schlechte Flöte hatte. Ich hatte selbst als Kind absolute Schrullenflöten und habe ganz lange gedacht, das hohe F auf der Altblockflöte oder was hier das hohe C ist, dieser Griff, der kommt mal raus und mal nicht. Aber auf diesen Flöten geht es. Ich bin mal gespannt, ob ihr die Unterschiede hören könnt im Video und natürlich, was eure Meinung ist dann. Ich persönlich, wie gesagt, ich favorisiere wirklich Holz, wenn ihr es euch leisten könnt, weil das einfach sich anders anfühlt und sich anders spielt, einfach wenn man das im Mund hat. Ja, und in den Händen. Vielleicht überrascht das manche von euch, dass ihr denkt, was, 80 € für eine Blockflöte für ein Kind? Dann versucht dran zu denken, was andere Instrumente kosten. Und wenn ihr schon länger Viras Blockflötenkanal schaut, dann wisst ihr ja, dass die Blockflöte ein vollwertiges Instrument ist. Und wenn der Klang der Blockflöte gut ist und vor allem die Ansprache, bei hohen und tiefen Tönen vor allem, dann kann man auch direkt besser spielen. Und umgekehrt ist es so, wenn der Klang nicht schön ist, hat man auch keine Motivation. Und wenn die Töne nicht ansprechen können, dann wird es ja auch frustrierend, weil man ja dann als Kind oder als Spielerin oder Spieler denkt, es liegt an mir selbst. Dabei liegt es dann wirklich zum Teil am Instrument. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und euch auch etwas gebracht. Also das ist jetzt meine persönliche Empfehlung und Simone war, glaube ich, da meiner Meinung, dass das gute anschließen, ja. Genau, dass das wirklich gute Anfänger-Blockflöten sind und wirklich drunter von der Qualität her würde ich euch nicht empfehlen zu gehen für den Anfang. Das tut auch den Ohren der Eltern und der Großeltern gut vor allen Dingen. Ja, falls euch dieses Video gefällt, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Simone und ich haben, wie bereits erwähnt, nicht nur diese Anfänger-Sopran-Blockflöten verglichen, sondern am selben Tag auch lauter Rottenburg-Altblockflöten von der Firma Möck verglichen aus den verschiedenen Holzsorten wie Palisander, Grenadil, Buchsbaum, Ahorn und das ist auch vielleicht noch interessant, das kommt demnächst auch als Video heraus, ganz bald. Und außerdem haben wir lauter Olivenholz-Altblockflöten von verschiedenen Firmen miteinander verglichen. Also seid gespannt, was noch kommt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch Bescheid bekommt, wenn ein neues Video erscheint. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss!